Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Trauer ist eine universelle, aber zutiefst persönliche Erfahrung, gekennzeichnet von intensiven Emotionen und Herausforderungen, die überwältigend sein können. In ihrem einfühlsamen Buch bietet Emily Vandenberg mit Tiefe Trauer bewältigen. Wie sie von einem niederschmetternden Verlust ins Leben zurückfinden, eine fundierte und sensible Anleitung, wie Betroffene mit ihrem Verlust umgehen und Trost finden können. Vandenberg nimmt die Leser an der Hand und führt sie behutsam durch sämtliche Phasen der Trauerarbeit. Durch persönliche Einblicke, praxisnahe Techniken und beruhigende Konzepte hilft sie dabei, die schweren Gefühle zu akzeptieren und einen gesunden Umgang mit ihnen zu finden. Besonders hervorzuheben ist der ganzheitliche Ansatz der Autorin, die emotionalen, körperlichen und geistigen Aspekte der Trauer gleichermaßen integriert und analytisch, jedoch mit großer Herzlichkeit beleuchtet. Die empathische Sprache, verbunden mit authentischen Erfahrungsberichten, schafft einen sicheren Raum, der es Trauernden erleichtert, sich zu öffnen und Verständnis für den eigenen Trauerprozess zu entwickeln. Emily Vandenberg gelingt es exzellent, komplexe emotionale Prozesse verständlich und greifbar darzustellen, um den Leser bei einer der schwierigsten Herausforderungen des Lebens aktiv zu unterstützen. In einer Kombination aus praktischen Übungen, wertvollen Einsichten und mitfühlender Unterstützung bietet Vandenberg den Lesern eine ansprechende und hilfreiche Begleitung auf dem Weg zurück in ein erfülltes, von Hoffnung getragenes Leben. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Akzeptanz und Anerkennung der Trauer. Emily Vandenberg legt besonderen Wert darauf, zunächst die Realität des Verlustes und die individuellen Gefühle anzuerkennen. Sie argumentiert, dass die Akzeptanz der schmerzhaften Realität essentiell für die dahinterliegende Heilung ist. Der Leser erhält vielfältige Möglichkeiten, emotionale Schmerzen bewusst wahrzunehmen, ohne dabei von ihnen überwältigt zu werden. Vandenberg bietet zahlreiche Techniken zur Förderung der Akzeptanz, etwa Achtsamkeitsübungen und Anleitungen zur bewussten Emotionsregulierung, um das innere Gleichgewicht wiederzufinden und Selbstmitgefühl zu kultivieren. Zweitens. Bewältigungsstrategien und praktische Techniken. Ein großer Teil des Buches ist konkreten Bewältigungsstrategien gewidmet, die helfen sollen, die intensive Trauer besser zu managen. Vandenberg gibt gezielte Ratschläge für den Alltag, um mit Stress, Angst und überwältigenden Emotionen souverän umzugehen. Techniken wie Schreiben eines Tagebuchs, symbolische Rituale und Atemübungen werden hier ausführlich beschrieben, ergänzt um Kommunikationstechniken, um Unterstützung im eigenen Umfeld effektiver zu suchen und anzunehmen. Ziel ist es, dem Leser Werkzeuge an die Hand zu geben, die praktisch und unmittelbar in den Alltag integriert werden können. Drittens. Umgang mit intensiven Emotionen. Tiefe Trauer bewältigen setzt sich intensiv mit komplexen, starken Gefühlen auseinander, welche oftmals nach einem Verlust auftreten. Emily Vandenberg erläutert detailliert, wie trauernde Menschen Gefühle wie Schuld, Wut oder Depressionen erkennen und angemessen darauf reagieren können. Durch aufklärerische Inhalte ergänzt sie die individuellen emotionalen Erlebnisse mit einem gründlichen Verständnis dafür, warum solche Gefühle auftreten und wie sie gesund verarbeiten werden können. Zahlreiche praktische Vorschläge inklusive Meditation und Visualisierungsübungen werden vorgestellt, um emotionale Stabilität wiederherzustellen. Viertens. Unterstützung suchen und Verbindungen stärken. Der Autorin ist bewusst, wie essentiell der Kontakt und Austausch mit anderen Menschen für den Trauerprozess ist. Daher thematisiert sie ausführlich, welche Wege sinnvoll sind, um Unterstützung zu finden, wie man Kommunikationshemmungen überwindet und authentische, empathische Gespräche führt. Tipps zur effektiven Kommunikation, das Einbinden von Familienmitgliedern und Freunden sowie Empfehlungen, wann professionelle Hilfe notwendig wird, werden umfassend behandelt. Dabei wird großer Wert auf die Förderung zwischenmenschlicher Bindungen und Solidarität in Zeiten der Trauer gelegt. Schließlich zurück ins Leben finden und Perspektiven entwickeln. Abschließend widmet sich Vandenberg dem wichtigen Schritt, wieder eine positive, von Hoffnung getragene Perspektive für die Zukunft zu entwickeln.
Dabei beschreibt die Autorin überzeugend konkrete Schritte, wie beispielsweise realistische Zielsetzungen im Alltag formuliert werden können oder wie neue Herangehensweisen entstehen, um Sinnhaftigkeit im eigenen Leben zu spüren. Dieses Kapitel verdeutlicht den Lesern, wie sie trotz tief empfundener Verluste neue Lebenskraft schöpfen und trainiert zugleich ihre Fähigkeit zur Resilienz. Inspirierende Beispiele aus realen Lebensgeschichten bestärken die transformative und heilsame Wirkung, die eine bewusst gestaltete Neuorientierung haben kann. Zusammenfassend: Tiefe. Trauer bewältigen. Von Emily Vandenberg ist eine wertvolle Lektüre für jeden, der sich mit einem schweren Verlust auseinandersetzen muss oder Menschen in ihrer Trauer begleiten möchte. Die Mischung aus verständnisvoller Empathie, professionellen Ratschlägen und praktischen Übungen ist außergewöhnlich hilfreich für Betroffene, die sich in ihrer Trauer verloren oder unsicher fühlen. Die klar strukturierte und unmittelbar umsetzbare Methodik macht das Buch zu einem wichtigen Begleiter, der vielen Menschen in einer emotional belastenden Situation Halt und Richtung geben kann. Besonders hervorzuheben ist Vandenbergs respektvoller und behutsamer Umgang, welcher beim Leser zu wertvoller Selbsterkenntnis und tiefer emotionaler Einsicht führt. Nicht nur Trauernde selbst profitieren von der Lektüre, sondern auch Angehörige, Therapeuten und Seelsorger erhalten wertvolle Impulse. Sie gewinnen tiefgehenden Einblick in die emotionale Welt trauernder Menschen. In einer Gesellschaft, die häufig Schwierigkeiten im Umgang mit Tod und Verlust hat, bietet dieses Werk einen unverzichtbaren Beitrag. Der Kauf lohnt sich, insbesondere da in diesem Bereich viele Bücher theoretisch oder zu allgemein bleiben. Emily Vandenbergs praxisnahe, realitätsnahe und zugleich zutiefst einfühlsame Betrachtungsweise hebt sich deutlich von anderen Titeln ab. Sie hilft dabei, die Trauer nicht nur besser zu verstehen, sondern konstruktiv und zielgerichtet damit umzugehen und langfristig wieder Lebensfreude und Sinn zurückzugewinnen. Wenn Sie unterstützen möchten, Emily Vandenberg, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.